Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Mitte Dezember, Winter, es ist kalt, wobei für den Winter ist es verhältnismäßig mild, wir haben so um die 6 Grad Celsius, aber es ist halt sehr diesig, hohe Luftfeuchtigkeit, deswegen auch dick angezogen, Hut auf, damit es keinen kalten Kopf gibt. Und ich werde euch jetzt bei dieser Gelegenheit einen neuen Pfeifentabak vorstellen. Tja, Cobb Tobaccos, früher Kohlhaas und Cobb, hat ja die Caribbean Blue Reihe rausgebracht, beziehungsweise Blue Caribbean. Und aus dieser Reihe hatte ich euch ja vor einiger Zeit schon den Rackham vorgestellt. Ein Tabak, der mir sehr gut schmeckt, der allerdings für mich geschmacklich etwas völlig anderes war als das, was eigentlich die Beschreibung des Tabaks ist. Jetzt wage ich mich an einen weiteren Tabak heran und bin gespannt, wie dieser mir zusagen wird. Jetzt geht es diesmal um diesen Tabak hier. Ihr habt es richtig gesehen, hier ist der Tabak nochmal. Es ist halt von Kohlhaas und Cobb. Seit Oktober 2023 heißen sie ja Cobb Tobaccos GmbH, der Graham. John Graham, war ein amerikanischer Pirat. Seine Hochzeit war von 1683 bis 1686, nur 3 Jahre lang. Und er hat vor allem die Gewässer von Neuengland und von Afrika unsicher gemacht. So, sehr viel mehr Informationen über den Piraten Graham habe ich jetzt nicht finden können, aber tut ja auch nicht viel zur Sache. Übrigens, wenn ihr Hintergrundgeräusche hört, wir haben hier ein paar Häuser weiter eine Baustelle, da sind sie immer noch am Rumwerkeln, das schon seit Monaten. Also bitte nicht wundern, das lässt sich leider nicht verhindern. Entschuldigung, kommen wir zurück zum Tabak. Die offizielle Beschreibung besagt Burley und Virginia Cube Cuts, verwoben mit Black Cavendish und Brown Cavendish. Aromatisierung Corobronu. So, hier ist nochmal die Beschreibung laut Dose. Tja, wenn ich das so richtig erahne, heißt Co vermutlich Kokos, Ro Rohrzucker, Pro Brombeere und Nu Nuss. Sorry, hat mich wirklich nur verschluckt. So. Also, da bin ich mal gespannt. Doch bevor ich jetzt auf den Duft des Tabaks eingehe, wie gesagt, ich sitze hier draußen, hier erstmal kurz für euch das Tabaksbild. So, jetzt habt ihr das Tabaksbild gesehen und ich muss sagen, also das Tabaksbild generell gefällt mir ja sehr gut. So, ich bin jetzt gerade dabei, die Dose nochmal zu öffnen. Die Pfeife habe ich schon gestopft. In gewohnter Weise seht ihr das hier auch gleich. Wenn wir die Dose öffnen, haben wir halt hier, das habt ihr bei den Bildern auch gesehen, erstmal dieses Deckblatt. Ahoi, jawohl, hoho Piraten, ahoi Piraten. Und die Koordinaten, die hier drauf sind, die führen euch letzten Endes, ihr könnt es über Google überprüfen, zur Adresse von Cobb Tobaccos in Deutschland. Und hier haben wir jetzt nochmal den Tabak. Der wirkt jetzt hier im Video, finde ich, doch deutlich heller, als er eigentlich ist. Weil hier könnte man ja auf helle Virginias schließen. Der Tabak tatsächlich ist aber doch relativ bräunlich gehalten. Also der Cavendish-Anteil, das heißt ja Black Cavendish, es soll sogar Brown Cavendish dabei sein, ist halt relativ hoch. Burley-Tabake und dann halt eben, wie gesagt, Virginia. Wobei es halt eben heißt, es sollen ja auch Cube Cuts dabei sein und die muss man mit der Lupe suchen, weil ich weiß ja nicht, wie es euch ergeht. Ihr habt es ja auch bei den Nahaufnahmen gesehen.
Ich kann hier keine Würfel entdecken. Der Geruch hingegen ist natürlich, der ist Hammer. Wir riechen Kokos, und zwar richtig gut Kokos. Leicht nussige Aromen, die führe ich auf den Burley zurück. Und eine Fruchtnote. Aromatisiert sein soll er ja mit Brombeere. Ob das jetzt Brombeere ist vom Duft, kann ich nicht sagen. Sorry, ich habe schon an Brombeermarmeladen gerochen, ich habe Brombeeren gegessen, dran gerochen. Es riecht zwar fruchtig, aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist Brombeere. Aber er riecht auf jeden Fall äußerst lecker. Macht Lust auf mehr. Und von daher, ihr hört es ja gerade, ich bin schon dabei, die Dose wieder zu verschließen. Würde ich sagen, bevor ich jetzt ans eigene Review gehe, in gewohnter Weise, hier für euch erst einmal kurz ein Bild des Tabaks, wie ich ihn in der Pfeife bereits eingebracht habe, sowie die Pfeife selbst. Und danach gehen wir zum eigentlichen Review. Wunderbar. Hier ist die Pfeife nochmal. Ihr kennt sie auch bereits. Diese Meerschaumpfeife, dieses klassische Billard-Shape mit seinem Sattelmundstück hier unten, hatte ich ja schon in einem oder anderen Pfeifenvideo. Weil halt Meerschaumpfeifen für mich, gerade bei neuen Tabaken, natürlich prädestiniert sind, da die halt zum Probieren optimal sind. Die nehmen das Aroma nicht groß an, einfach lüften lassen, fertig und der nächste Tabak kann rein. Den Tabak selbst habe ich in meiner gewohnten Methode eingebracht. Nicht zu fest eingebracht, weil es ist ein Aromat. Die Pfeife hier hat ein mittleres bis gut mittleres Füllvolumen. Ich kriege den Mittelfinger rein, kann ihn noch ein bisschen bewegen. Für Aromaten also absolut optimal. Heute, da ich draußen sitze, greife ich mal wieder zum Pfeifenfeuerzeug, weil ich nicht glaube, dass ich hier mit einem Streichholz heute glücklich werden werde. Aber sicherheitshalber, ich habe eine Schachtel dabei. Ich probiere es nachher notfalls aus. Je nachdem, wie es jetzt läuft. Hier könnt ihr es sehr gut erkennen, der Tabak hat sich doch ordentlich aufgebäumt. Kommen wir zum Nachzünden. Sehr gut. Also Tabak, jetzt ist er ja am Glimmen. Die Oberfläche, ihr seht es ja hier, ist jetzt gleichmäßig gräulich weiß. Ich werde es jetzt nur noch ein bisschen ebnen. Und anfangen die Pfeife jetzt genüsslich halt runter zu rauchen. Hier seht ihr es ja, schön eingeebnet, wunderbar. Ich denke, die Basis für diesen Tabak hier dürfte in allererster Linie der Burley sein. Burley, Black Cavendish und Brown Cavendish sind ja normalerweise alle auf Burley basierend. Denn was man halt sofort merkt beim Entzünden der Pfeife, dieses bittere Aroma, das für diese Virginia sehr typisch ist, wenn sie verbrennen, das fehlt. Ich habe kein bitteres Aroma gehabt, das war sehr angenehm. Wie gesagt, schräg gegenüber Baustelle, also bitte nicht wundern. Gleich von Anfang an hat man beim Rauchen der Pfeife ein fruchtiges Aroma, aber kein pappsüßes. Es ist eine Fruchtnote, eine angenehme Fruchtnote und man schmeckt auch so dieses Nussige vom Burley. Und man spürt auch so im Geschmack, dezent allerdings,
so ein bisschen Kokos heraus. Man hat ihn ja gerochen, also die Kokosnuss, die riecht man genauso, wie man diese Fruchtkomponente riecht. Das riecht man definitiv heraus. Geschmacklich jedenfalls ist die Kokosnuss nur dezent präsent. Beim retronasalen Rauchen, also beim Ausstoßen durch die Nase, kommt, finde ich, die Kokosnuss etwas mehr zum Tragen. Da hat man wirklich dann hauptsächlich dieses Nussige und dieses Kokosaroma unterstrichen mit einem Hauch von Frucht. Definitiv angenehm. Der Tabak ist weich, er ist leicht süßlich, bringt wie gesagt nussige Noten mit sich, nussig vom Burley, dann aber auch dieses Kokosnussaroma, das man noch zugesetzt hat, sehr, sehr angenehm. Ich merke nur gerade, der Zeitpunkt ist ungünstig, schräg gegenüber Baustelle. Eben hat man noch die Bahn vorbeifahren hören. Die Bahnlinie ist ja ungefähr so Luftlinie 400, 450 Meter entfernt. Jetzt ist mal wieder ein Flieger der Meinung, wir drehen mal eine Runde über Karben. Jawohl, Leute, Karben ist eine Sehenswürdigkeit, dreht eure Runden. Was den Rohrzucker angeht, das ist jetzt eine gute Frage. Seit vielen Jahren schon habe ich keinen normalen Rübenzucker mehr. Das habe ich mir vor Jahren abgewöhnt, weil mir Rohrzucker einfach besser schmeckt. Zuckerrohr, Rohrzucker gibt es ja auch hier in Deutschland überall zu kaufen, ist halt nicht ganz so pappsüß wie normaler Zucker, hat immer so einen ganz feinen Hauch von Karamellnote dabei. Und genau das verspürt man auch ganz dezent allerdings nur, auch bei dem Tabak hier. Beim Rackham, der Caribbean Blue Reihe zum Beispiel, da war es ja völlig anders. Entgegen der Beschreibung der offiziellen hat für mich der Rackham wie ein Karamelltabak geschmeckt. Da war der Karamell wirklich wirklich präsent, vorne im Vordergrund präsent. Stark karamellig mit nussigen Untertönen und im Geruch hat er mich ja am Bounty erinnert, Schokolade und Kokos, obwohl gar kein Kokos dabei sein sollte, aber ein Potpourri von Früchten. Die Früchte hatte ich schon als dezenten Hauch gemerkt, aber konnte es auch nicht definieren. Ich habe ja damals gesagt, Orange, Mandarine oder Mango, irgendwas so in dem Dreh. Ich habe weder von der Kirsche noch von den enthaltenen Maracuja oder Erdbeeren irgendwas gemerkt. Jetzt beim Graham verhält sich das völlig anders. Die Graham ist ja wie gesagt auch mit Frucht, Brombeere. Und da heißt es aber hier nicht die süße Brombeere, sondern es heißt ja auch etwas würzigere Brombeere. Jawohl, jetzt fängt es auch noch an zu regnen, es wird immer besser. Also Frucht schmecke ich definitiv raus. Würzig, ja, dezent würzig, würde ich mal sagen. Es sind jetzt also keine Würztabake dabei, es ist jetzt auch nichts Würziges von einem Virginia dabei, es ist jetzt auch nicht sonderlich würzig-erdiges vom Burley enthalten. Sondern es ist einfach eine stimmige, runde, weiche, angenehme Mischung, die mir sehr gut gefällt. Ja, der einsetzende Regen, ihr seht es ja auch an der Pfeife hier, die qualmt ja munter vor sich hin. Der bringt halt jetzt ein bisschen mehr Wind mit sich, ein bisschen mehr Luftzug. Es wird deutlich merklich kühler. Hat halt den Nachteil, die Pfeife oben wird halt schön am Klimmen gehalten, da brauche ich kaum zu ziehen. Und da es sich um eine Meerschaumpfeife handelt, habe ich halt auch keine gesteigerte Lust, jetzt hier den metallenen Deckel drauf zu klemmen. Weil der metallene Deckel wird hier draufgesetzt, die Klammern, die klemmen sich ja am Holz normalerweise am Bruyère fest. Das würden sie auch bei Meerschaumaterial machen, nur ist dieses halt wesentlich empfindlicher, deswegen versage ich mir das entsprechend. Ja, geschmacklich ändert sich hier nichts. Rund, weich, eine dezente Süße, dezente Aromatisierung mit Kokos. Im Vordergrund steht so ein bisschen mehr nussiges Aroma. Wobei dieses nussige Aroma, finde ich, so mit der Süße doch einhergeht. Also ich würde sagen, nussig plus fruchtige Süße zusammen bilden so die Front. Kokosnuss hält sich so ein bisschen im Hintergrund und stärkt, wenn man so will, im Tabak den Rücken. Die enthalten Virginias zusammen mit der Karamellnote, die hier drin sein soll, beziehungsweise mit diesem Zucker. Das ist ja Rohrzucker, das ist ja wie gesagt karamelliger Geschmack. Der karamellisiert ja zusätzlich auch.
Die Virginias karamellisieren, der Rohrzucker karamellisiert, eine Karamellnote hat man ebenfalls drin. Wobei diese Karamellnote jetzt nicht so süß, so pappig süß ist. Ich rauche ja beispielsweise sehr gern von Danske Club den Karamell, heute heißt der ja Danske Club Sepia. Der geht dann schon eher so in die süßere Richtung des Karamells. Hier bei der Form von Karamellaroma, das ich schmecke, das ist zwar auch ein süßliches Karamell, aber nicht so pappsüß. Es ist halt eher so das etwas herbere. Wenn man schon mal richtigen Karamell gegessen hat, also Pfanne, Zucker rein, vielleicht ein bisschen Wasser rein und dann so lange warten, bis es karamellisiert und das aushärten lässt und dann isst, dann hat man so ein leicht bitteres Aroma. So bitterlich süßes. Wer Karamell schon mal gegessen hat, weiß ja, was ich meine. Karamell per se ist ja nicht pappsüß. Das ist halt eben Karamell. Und eben dies schwingt hier so ein bisschen mit. Und das heißt ja auch mit leicht würzigen Tönen. Dieses Würzige führe ich auf den Karamell zurück, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Ich muss sagen, auch hier mit dem Graham, hier ist ja noch die Dose, Graham, auch mit diesem Tabak hier, muss man wirklich sagen, Cobb Tobaccos, da habt ihr was Gutes angestellt, weil der Tabak gefällt mir. Der auch, ist auch, wie gesagt, nicht so ein Hocharomat. Es ist ein Aromat, ja, aber kein Hocharomat. Ich rauche ja gern Aromaten, aber ich bin jetzt kein Liebhaber von fruchtigen Aromaten. Die rauche ich gelegentlich mal, aber ich bin jetzt keiner, der sie ständig in der Tabakbar haben muss. Weil was für mich ein fruchtiger Hocharomat ist, ist der Bibo, den rauche ich immer noch sehr gern. Den rauche ich pur, den rauche ich auch gemischt. Wen ich ebenfalls gerne rauche als fruchtigen Aromaten, das ist der Devil's Holiday. Das sind ja beides Tabake von Dan Tobacco. Ansonsten habe ich sie eher so mit den cremigen, also karamelligen, Ahornsirup, Honig, Vanille, Karamell, so diesen Tabaken. Und deswegen hatte ich mich auch die ganze Zeit so ein bisschen schwer getan, mir von der Caribbean Blue Reihe die Tabake zu holen, weil es da halt überall hieß Frucht, 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 Frucht. Der Rackham war der erste, den ich mir geholt hatte und ich habe einfach gesagt, ich probiere das jetzt einfach mal, vielleicht gefällt er mir. Dass er dann karamellig für mich ausgefallen war, nicht fruchtig, das ist ein ganz anderes Thema und da gefällt mir natürlich umso besser. Der hier jetzt wiederum, der Graham, da schmecke ich das Fruchtige heraus. Aber halt eben nicht so extrem, wie man es erwarten würde. Ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt. Der Tabak basiert ja wie gesagt auf Burley-Tabaken, hat ein bisschen Virginia dabei. Und dürfte aus meiner Sicht gesehen auch durchaus etwas sein für Puristen. Also für Pfeifenraucher, die eben naturnahe Sorten oder Tabakmischung oder Blends bevorzugen. Weil die Aromatisierung hier, man spürt sie, man schmeckt sie, ja. Aber sie ist nicht so vordergründig, wie ich es erwartet hätte. Diese Fruchtnote, die ja Brombeere sein soll, ist sehr angenehm. Man schmeckt sie wirklich raus. Sie ist ungefähr so stark wie dieses nussige Aroma, das ich habe. Wobei ich dieses Nussige vor allem auf den Burley selbst zurückführen werde. Kokosnussaroma ist zugesetzt. Ob man noch ein zusätzliches Nussaroma gemacht hat, das bezweifle ich ganz ehrlich. Also ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Ich hatte ja vor einiger Zeit den Nutty Irishman vorgestellt. Der zum Beispiel hat ja eine starke, also wirklich eine prägnante Nussnote. Ist halt auch ein Amerikaner, da hat man definitiv Haselnuss im Aroma mit zugesetzt. Hier, meiner Meinung nach, hat man dies nicht getan, sondern man hat deswegen doch wohl eher auf den Burley gesetzt, der ja von sich aus so eine schokoladig-nussige Note mitbringt. Der Virginia bringt eine karamellige Note beim Abbranden mit, wenn man die süßlich nimmt. Unterstützt mit dem braunen Rohrzucker haben wir noch mehr Karamellnote. Dann noch die Fruchtessenzen dazu für Brombeere, ein bisschen Kokos dazu. Tata, der Graham ist geboren. Und aus meiner Sicht war es jetzt auch schon soweit von mir für heute. Die Vorstellung des Graham, der Caribbean Blue Reihe von Cobb Tobaccos. Für mich ein sehr, sehr guter Tabak. Fruchtig, ja, aber aus meiner Sicht wirklich nur ein leichter Aromat. Eher so Richtung dänische Richtung schon fast gehend. Und aufgepasst, wie gesagt, ihr Puristen, probiert ihn mal. Also aus meiner Sicht kann man hier nicht viel verkehrt machen. Die Fruchtnoten und auch die Nussnoten, das ist alles doch relativ dezent. Die meisten Aromen, die ich hier herausschmecke, sind natürlichen Ursprungs.
Einfach nur ein bisschen unterstützt durch Kokosnuss für den Burley, durch den Rohrzucker, unterstützt den karamelligen Geschmack des Virginias und das Ganze verfeinert, auch zur Unterstreichung mit so einem Hauch Frucht, ist das eine richtig schöne runde Sache. Und ihr seht es ja, obwohl ich viel am Reden bin. Der klemmt jetzt gutmütig herunter, obwohl ich draußen sitze, wo es kalt ist. Hier nochmal ein Blick in die Pfeife. Der klemmt jetzt vor sich hin. Ich werde ihn jetzt genüsslich aufrauchen. In gewohnter Weise, ihr wisst ja, hier unten Kommentarfunktion. Ich bin gespannt auf eure Meinung, auf euer Feedback. Wie findet ihr das Video? Wer von euch kennt den Graham vielleicht schon? Wie sind denn eure Erfahrungen, eure Meinungen zum Graham? Das richtet sich natürlich vor allem an jene, die kein Video dazu gemacht haben oder es noch nicht gemacht haben. Auch mal ein Aufruf einfach mal an euch, die noch keins gemacht haben. Traut euch, setzt euch einfach vor die Kamera. Ihr braucht auch nicht viel Equipment. Handykamera reicht ja völlig aus. Selfie-Seite, macht ein Selfie-Video dazu. Ihr könnt es ja vorher auch so einstellen, dass dann die Wiedergabe, jetzt wo ich es aufnehme, sehe ich mich gespiegelt. Die Wiedergabe aber, das habt ihr ja in den Videos gesehen, findet ja ganz normal statt. Ihr müsst ja nur eingeben, Wiedergabe gespiegelt und schon passt die Geschichte. Macht halt einfach ein, zwei Probeaufnahmen, bevor ihr euch richtig ans Berg macht. Dreht einfach ein Video. Ihr müsst ja keine Intros oder sowas einbauen, wie ich es mache. Ihr müsst auch nicht zig Schnitte reinbauen. Verpflichtet euch ja keiner dazu. Wichtig ist einfach nur, traut euch. Tretet einfach vor die Kamera, sagt eure Meinung, raucht eure Pfeife, sagt, was ihr schmeckt, was ihr empfindet. Damit ist jedem hier geholfen und vor allem, es hält unsere Community am Leben. Ich genieße in den vollen Zügen weiter. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen, mit euren Tabaken. Bleibt gesund. Wir hören und sehen uns auf jeden Fall wieder hier auf meinem Kanal zu dem einen oder anderen Review über Pfeifen, Tabak oder Zubehör. Happy Puffing, macht's gut und bis zum nächsten Mal hier. Ciao.